Data Researches. Professor Dr. Boris Otto ist Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik und Professor für industrielles Informationsmanagement an der Technischen Universität Dortmund. Am Fraunhofer ISST forschen er und seine Kolleginnen und Kollegen an digitalen Ökosystemen für die Logistik, die Datenwirtschaft und das Gesundheitswesen. In seinem Data Researches Vlog beleuchtet Professor Otto aktuelle Digitalisierungsthemen. Heute geht es bei Data Researchers um Cloud-Strategien. Heute würde ich gerne über das Thema Cloud-Strategie sprechen. Ein sehr aktuelles Thema von hoher Relevanz für viele Unternehmen. Und das ist insbesondere interessant, weil Cloud Computing nichts Neues ist. Das kennen wir eigentlich schon seit den 1990er Jahren, seit der weiten Verbreitung des Internet. Denn Cloud Computing ist eigentlich ein Weg, eine Variante zur Bereitstellung und Nutzung von IT-Infrastruktur und Software-Services. Also das ist etwas, was wir schon länger kennen und auch länger auch wir alle im Alltag eigentlich nutzen. Für die Tatsache, dass das Thema an Bedeutung gewonnen hat, gibt es ganz viele Gründe, von denen ich aber zwei wesentliche einmal herausarbeiten möchte. Der eine ist eher betriebswirtschaftlicher Natur und der andere Grund ist eher in der technologischen Entwicklung zu sehen. Fangen wir vielleicht mit dem betriebswirtschaftlichen an. Für Unternehmen ist die Cloud-Strategie deshalb von Bedeutung, weil wir feststellen, dass viel Innovationspotenzial heutzutage nicht mehr allein in einem eigenen Unternehmen gehoben werden kann, sondern indem man sich zusammentut mit anderen, beispielsweise in Netzwerken, aber auch zusehends in sogenannten Ökosystemen, also wo sich verschiedene Akteure zu einem gemeinsamen Innovationsziel zusammenschließen. Damit Innovation in Form von smarten Diensten, digitalen Services möglich wird, müssen diese Akteure in diesem Netzwerk, in dem Ökosystem Daten austauschen und auch ein Stück weit gemeinsam nutzen. So, und diese Datennutzung benötigt halt Software, die diese Datennutzung und die neuen Dienste überhaupt erst ermöglicht. Und die Frage ist, wo läuft denn diese Software? Nun, die wird eben nicht mehr in der althergebrachten Applikationslandschaft der einzelnen Akteure laufen, sondern sie wird neu entwickelt und wird eben halt, wenig technisch ausgedrückt, in der Mitte von allen Beteiligten üblicherweise auf einer Cloud-Plattform angeboten werden. Also das ist der betriebswirtschaftliche Grund. Wir wollen Daten gemeinsam nutzen und dafür brauchen wir eine Plattform, eine Infrastruktur, die in der Mitte dieses Ökosystems halt verfügbar ist. Daneben gibt es, wie ich gesagt hatte, auch technische Gründe, die die Nutzung von Cloud deutlich interessanter machen, als das vielleicht noch zu Beginn dieser Entwicklung der Fall gewesen ist. Der erste Punkt ist Skalierung. Wir haben in klassischen IT-Infrastrukturen, die, wie man sagt, intern oder on-premise betrieben werden, nur begrenzte Möglichkeiten, diese Infrastruktur leicht und effizient mit steigenden Anforderungen an die Zahl an Nutzern, Rechenkapazitäten wachsen zu lassen. Und Skalierung ist etwas für die weitere Nutzung von großen Datenmengen etwas Unerlässliches. Also wir müssen eine Infrastruktur haben, die überhaupt in der Lage ist, das stärkere Aufkommen von Daten und die stärkere Nutzung von Daten zu bewerkstelligen. Also Skalierung ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir als IT, wir sind ja auch ein IT-Institut, deshalb sagen wir das manchmal nicht gerne, aber schon noch immer sehr viel Luft nach oben haben, was es heißt, in puncto Effizienz und Effektivität der Entwicklung und des Betriebs von IT-Diensten besser zu werden. Und wir sehen großes Potenzial in Cloud-Plattformen, in Cloud-Infrastrukturen im Sinne von Automatisierung und Standardisierung, was Voraussetzungen dafür sind, dass wir einfach Softwaredienste, Infrastrukturdienste schneller und eben halt am Ende auch qualitativ besser anbieten zu können. In diesem Zusammenhang sind Entwicklungen wie DevOps, also die Produktisierung, die weitere Effizienzsteigerung und vor allen Dingen Verzahnung von Entwicklung und von Betrieb sehr stark als wichtige Entwicklung zu nennen. Also, wenn wir Unternehmen
uns vorstellen, beispielsweise aus dem Maschinenbau, aber auch aus ganz anderen Branchen, stehen viele vor der Frage, nun gut, ich habe verstanden, Cloud ist für mich wichtig und auch irgendwo eine Option, eine große Opportunität. Was muss ich denn jetzt eigentlich beachten? Was sind Herausforderungen, die ich als IT-Leiter, als Leiter für Digitalisierung in einem Maschinenbauunternehmen zu beachten habe? Nun, da ist das erstgenannte Argument häufig, nun ja, es gibt verschiedene Anbieter. Welchen soll ich wählen? Denn ich möchte vermeiden, dass ich mich in Abhängigkeiten bewege. Nicht? Also ich möchte die typischen Login-Effekte vermeiden, dass ich eine Entscheidung treffe, die Cloud-Infrastruktur, die Cloud-Dienste eines bestimmten Anbieters halt zu nutzen und davon nicht mehr wegkomme, sodass ich sozusagen dann in ein Abhängigkeitsverhältnis gerate. Insofern sind Dinge wie Interoperabilität über Cloud-Plattformen hinweg und auch Portabilität von Daten über Cloud-Plattformen hinweg sehr, sehr wichtig. Aber das ist eine große Herausforderung. Ein weiterer Punkt ist, dass wir sehr stark sehen, dass sich Open-Source-Entwicklungen in diesem Bereich als sehr vielversprechend erweisen. OpenStack ist ein Beispiel, vor 10 Jahren gegründet, um eben halt über Open-Source-Entwicklung halt diesem Login ein wenig Vorschub zu leisten und Abhilfe zu schaffen. Die zweite Herausforderung, die wir sehen, rankt sich um das Thema Souveränität über die Daten und entsprechend damit auch Cloud-Souveränität. Also wer bestimmt denn eigentlich, was mit den Daten passieren darf, wenn ich beispielsweise meine Daten eben in eine zentrale Cloud-Infrastruktur hineingebe? Bin ich dann noch am Ende derjenige, der darüber bestimmen kann oder nicht? Das sind Fragen, die viele IT-Leiter bewegen, genauso wie die Frage, nun ja, wenn ich quasi umziehe meine IT, meine Applikationen in die Cloud, wo liegen dann die Daten eigentlich? Also sprich, wo haben die Daten ihr Zuhause, wo werden sie persistiert, gespeichert? Passiert das hier in Deutschland, in Europa oder passiert das anderswo? Und falls es anderswo passiert, welche Rechte haben internationale Behörden in puncto Zugriff auf die Daten? Also das sind Dinge, die große Herausforderungen bilden, gemeinsam mit der Frage, nun gut, wenn ich das jetzt alles für mich entschieden habe, wie migriere ich denn jetzt meine Situation, die ich heute habe, sehr stark on-premise, klassische Applikationslandschaften, wie migriere ich das denn in eine Cloud-Umgebung? Und das sind Themen, an denen wir als Fraunhofer ISST arbeiten, gemeinsam mit unseren Partnern aus Forschung und aus der Industrie. Das sind Themen, auf die auch Entwicklungen wie zu Gaia-X beispielsweise oder auch die Initiative International Data Spaces Association direkt einzahlen. Und ich glaube, dass wir alle gut daran beraten sind, dass wir diese Themen gemeinsam adressieren, weil nur dann, glaube ich, werden wir Lösungen finden, die nachhaltig sind, die aber auf der anderen Seite auch dem entsprechen, was wir als fair und wichtig erachten im Umgang mit unseren Daten und im Umgang mit Services.